Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, heute möchte ich euch 10 Düfte vorstellen, die gefühlt Power ohne Ende haben. Das heißt, es sind alles Düfte, die mindestens 12 Stunden plus halten und auch darüber hinaus eine starke Sillage haben. Und vor allem sind es Düfte, die sich jetzt ideal für den Herbst und für den kommenden Winter eignen. Ja, und bevor ich mit dem ersten Kandidaten starte, ist ja auch schon unschwer zu erkennen, Ombre Nomad. Ja, möchte ich heute tatsächlich etwas Real Talk machen, das muss auch mal sein. Mir geht es da vor allem um Themen wie Haltbarkeit, wie Batches, Reformulierungen, aber eben auch um Duftblindheit. Ja, und ich lege am besten einfach mal los. Ja, bevor ich starte, möchte ich aber tatsächlich auch nochmal betonen, dass ich natürlich niemanden angreifen möchte. Es ist lediglich meine Meinung. Und vor allem möchte ich auch nochmal betonen, dass das ganze Thema Parfum natürlich ein sehr subjektives Thema ist. Also jeder nimmt Düfte anders wahr, sei es von der Duft-DNA, also wie ein Duft für jemanden riecht, bis hin eben zur Intensität des Duftes. Also ich denke, das sollte ja eigentlich klar sein. Es gibt grundsätzlich kein richtig und kein falsch. Jeder nimmt Düfte anders wahr. Ja, und in diesem Zusammenhang können wir eigentlich zu dem Thema Haltbarkeit übergehen, weil das ist ja mittlerweile für viele Leute ein so extrem wichtiges Thema. Und ich finde, da kommt mir grundsätzlich so ein bisschen auch die Diskussion zu kurz, wie viel jemand überhaupt sprüht. Denn jeder hat eine andere Sprühroutine und je nachdem, wie viel man sprüht, hat das natürlich auch einen gewissen Einfluss auf die Haltbarkeit. Es gibt nämlich Leute, die sprühen tatsächlich nur 2-3 Mal auf die Haut und gar nicht auf die Klamotten. Und dann gibt es aber eben auch Leute, die sprühen 10-15 Mal auf die Haut und nebeln sich auch noch die Klamotten ein. Und das hat natürlich auch entsprechend einen Einfluss auf die Haltbarkeit. Und dazu kommt zum Beispiel auch noch, dass jede Haut anders ist. Bei dem einen hält ein Duft besser, bei dem anderen weniger gut. Und diese Faktoren sorgen natürlich auch eben für gewisse Abweichungen. Bei dem einen hält dann der Duft 12 Stunden, bei dem anderen zum Beispiel nur 9 Stunden. Und ich nenne es jetzt einfach mal normale Abweichung. Das ist völlig normal. Ich lese aber hin und wieder mal, ja, unter meinen YouTube-Videos und vor allem auch unter YouTube-Videos von meinen Parfum-Kollegen, so nenne ich sie jetzt einfach mal, und vor allem auch in den Foren manchmal so Beiträge wie zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal Ombre Nomad. Ombre Nomad hält nur 3 Stunden. Black Afghano wird schnell hautnah. Duft XY verfliegt super schnell. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr kein Fake erwischt habt und natürlich eine echte Abfüllung oder einen echten Flakon gekauft habt. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, liegt das dann eben nicht an dem jeweiligen Parfum, sondern dann liegt das an eurem Duftempfinden beziehungsweise an eurer Nase. Denn tatsächlich gibt es auch so etwas wie eine Duftblindheit. Ein möglicher medizinischer Fachbegriff ist partielle Anosmie. Das heißt im Prinzip, dass es ein reduziertes Geruchsvermögen bestimmter Duftstoffe gibt. Also vereinfacht ausgedrückt, es gibt eine sogenannte Duftblindheit. Und was ist diese Duftblindheit eigentlich? Also erstmal, es ist eine völlig normale Reaktion des Körpers. Im Prinzip ist es ein Schutzmechanismus. Denn der Körper verhindert eine Überstimulation der eigenen Sinne, in dem Falle eben des Geruchssinns. Das heißt, Duftblindheit entsteht durch Überreizung des Geruchssinns. Und tatsächlich ist es auch so, desto intensiver und schwerer ein Duft ist, desto schneller tritt eben diese sogenannte Duftblindheit ein. Denn die Nase bzw. der Geruchssinn wird durch schwere, intensive Düfte relativ schnell überfordert, zum Teil auch gereizt. Und das ist eben auch der Grund, weshalb es immer mal wieder Leute gibt, die dann eben auch behaupten, weil sie es auch tatsächlich ja so empfinden, dass eben Ombre Nomad zum Beispiel nur 3 Stunden hält und dass andere Düfte super schnell verfliegen und nicht mehr zu riechen sind. Problematisch wird es da aber trotzdem meiner Meinung nach, wenn die Leute immer so ein bisschen rummeckern und ja, dann auch so kommentieren wie zum Beispiel,
es ist ein Duft und hält nur 3 Stunden und was ist das für ein Mist und so weiter und so fort. Also, denn es liegt eben nicht zum Beispiel an Ombre Nomad. Es ist völlig unmöglich, dass Ombre Nomad nur 3 Stunden hält. Egal wie eine Haut ist, egal wie viel man sprüht, Ombre Nomad hält länger als 3 Stunden. Und wenn das aber eben bei euch der Fall ist, dass dieser Duft nach kurzer Zeit schon nicht mehr wahrzunehmen ist, dann kann unter anderem eben diese sogenannte Duftblindheit ein Grund dafür sein. Dagegen kann man übrigens auch nicht so viel machen. Das ist zum Teil auch genetisch bedingt. Was hilft, ist frische Luft. Ja, tatsächlich, frische Luft sorgt nämlich dafür, dass Gerüche neutralisiert werden. Dadurch nimmt man eben andere Gerüche wiederum besser wahr. Ja, Kaffee, Zitrone kennt, glaube ich, auch der eine oder andere. Das hat tatsächlich aber nur einen kurzzeitigen Effekt. Und was auch nachweislich helfen soll, ist zum Beispiel Cardio-Training. Heißt zum Beispiel, ja, laufen, joggen gehen, Fahrradfahren, wie auch immer. Denn Cardio sorgt generell dafür, dass der Körper besser durchblutet ist, unter anderem eben auch die Nase. Und das sorgt eben wiederum dafür, dass die Nase Gerüche besser wahrnehmen kann. So, und dann kommen wir auch zu dem nächsten für viele ja super wichtigen Thema, nämlich zu Batches und zu Reformulierungen. Denn sobald ein Duft reformuliert wurde, gehen sofort in den Foren und unter YouTube-Videos die ganzen Diskussionen los. Wie hält der Duft? Ach, er hält 1 Stunde weniger, er hält 3 Stunden weniger, er verfliegt, er ist besser, schlechter und so weiter und so fort. Und bevor das jetzt falsch verstanden wird, ich habe grundsätzlich auch nichts gegen solche Diskussionen. Es kann ja durchaus auch, ja, als Orientierungshilfe dienen und irgendwie anregend sein, sich über diese Dinge zu unterhalten. Meine persönliche Meinung ist aber, dass bei diesen ganzen Diskussionen auch extrem übertrieben wird. Vor allem, ja, eben weil es ja ein so subjektives Thema ist. Ich habe ja diese ganzen wichtigen Faktoren genannt. Finde ich, sollte sich jeder eine eigene Meinung über einen Duft machen, eine Abfüllung besorgen und den Duft selbst testen. Und vor allem finde ich auch, dass man sich mal frei machen sollte. Denn sobald nur im Raum steht, dass ein Duft reformuliert wurde, gehen sofort die Kommentare los. Hält nicht mehr, ist schlecht, hat sich verändert, das ist passiert, jenes ist passiert und so weiter und so fort. Und ich finde, durch solche Kommentare, obwohl man den Duft noch nicht mal gerochen hat, ja, wird einem ja so ein bisschen die Vorfreude, generell die Leidenschaft für diesen Duft genommen. Und abschließend dazu gesagt, bin ich der Meinung, man kann es durchaus als Orientierungshilfe irgendwie nehmen und sehen, aber sollte sich immer selbst ein Bild von einem Duft machen, sich dann eben eine Abfüllung besorgen und selbst den Duft testen und lest nicht diese ganzen negativen Kommentare. Lasst euch nicht so wundervolle Düfte durch eben solche Kommentare auf gut Deutsch vermiesen. Und mal ganz davon ab. Früher hat sich niemand über Batches, Reformulierungen, hält gut, hält schlecht und so weiter und so fort so extrem einen Kopf zerbrochen. Ich glaube, so die etwas, ich nenne es jetzt einfach mal so, ältere Generation kennt das noch. Da sind wir in die Parfümerien gelaufen, haben uns die Düfte gekauft, wie die Geisteskranken aufgesprüht und haben die Düfte einfach gefeiert. Wir hatten Spaß an den Düften. Zur Not haben wir nochmal nachgesprüht. Da gab es das eben gar nicht, dass vorher schon alles schlecht geredet wurde, hält nicht mehr und so weiter und so fort. Ja, das ist, wie gesagt, aber eben auch nur meine Meinung. Das könnt ihr auch gerne anders sehen. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen, der es eben ähnlich sieht. Das ist nur meine persönliche Meinung und irgendwie hatte ich heute mal das Bedürfnis, euch das auch so mitzuteilen. So, nun aber zum ersten Duft des Videos. Ihr habt es ja eh schon die ganze Zeit gesehen, nämlich zu Ombre Nomad von Louis Vuitton. Ja, wie riecht Ombre Nomad? Es ist ein intensiver Oud-Duft. Wir haben auch wirklich animalisches Oud, das riecht man auch heraus, das muss man vor allem auch mögen. Wir haben auch noch Weihrauch, was für eine gewisse Rauchigkeit sorgt. Und eine richtig tolle, kontrastreiche Note, nämlich die Himbeere. Durch die Himbeere haben wir nämlich einen tollen Gegenpart. Wir haben eine Fruchtigkeit, eine angenehme Fruchtsüße. Und das macht wirklich diese Duftkomposition meiner Meinung nach zu einem ganz wundervollen Duft. Die Haltbarkeit ist unglaublich auf meiner Haut. 12, 14, 16 Stunden plus. Egal, es hält den ganzen Tag. Würde man abends nicht duschen gehen, würde man es rein theoretisch auch noch am nächsten Tag riechen. Also eine klare Empfehlung,
aber ja, nichts für schwache Nerven, also besorgt euch lieber mal eine Abfüllung. Und dann kommen wir zu Honey Oud von der Marke Montai. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ein Biest im Flakon. Ich kann es wirklich gar nicht anders sagen. Dieser Duft performt überdurchschnittlich gut, also ohne Probleme einen Tag. Auch hier würdet ihr diesen Duft ohne Probleme, wenn ihr euch abends nicht irgendwie abduscht oder so, am nächsten Tag noch riechen. Für mich ist Honey Oud vor allem ein sehr süßer, aber auch zugleich animalischer Duft. Wir haben hier wirklich eine ganze Menge Zimt, etwas Honig, Vanille. Diese 3 Duftnoten sorgen wirklich für eine, ja, relativ schwere, intensive Süße in dem Duft. Dann haben wir auch noch Oud. Für mich ist es auch animalisches Oud. Also es müsst ihr auch tendenziell eben mögen. Und im weiteren Duftverlauf nehme ich tatsächlich auch noch Leder, Patchouli und Amber wahr. Und es ist, wie gesagt, ein ja intensiver, süßer Oud-Duft. Ja, wie ich eingangs sagte, die Haltbarkeit ist wirklich bombastisch. Da muss man aber auch sowieso sagen, dass Montai überwiegend Düfte hat, die extrem gut performen. Es gibt zwar wenige Ausnahmen, aber die meisten Düfte wirklich halten Ewigkeiten. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis, das muss man ja auch sagen, ist bei Montai auch super. Ob man die Flakons nun mag oder nicht, das ist natürlich Geschmackssache. So, weiter geht es mit Sauvage als Elixier von der Marke Dior. Haltbarkeit auf meiner Haut 12 Stunden plus, hält ewig. Es ist auch ein raumfüllender Duft, also die Sillage ist wirklich intensiv. Wie riecht dieser Duft? Für mich ganz klar würzig und aromatisch, aber auch süß und zugleich seifig. Also ich finde, hier sind so mehrere Richtungen miteinander vereint, finde ich sehr interessant. Die Main Player sind für mich ganz klar Lakritz, Kardamom, Lavendel und Patchouli. Also mir gefällt dieser Duft wirklich sehr und ich muss auch ehrlich sagen, dass Dior da ja wirklich was ganz Tolles im Designerbereich herausgebracht hat. Weiter geht es mit Bois Imperial, der Nischenmarke Essential Parfums. Tendenziell ein holziger, ja und auch eher frischerer Duft. Dieser Duft passt aber wirklich ideal in den Herbst und in den Winter, vor allem wenn es draußen richtig kalt ist und so trocken kalt ist. Da kommt Bois Imperial wirklich ganz toll auf der Haut rüber. Ja, wie riecht dieser Duft? Wir haben hier viele holzige und vor allem synthetische Duftnoten. Das muss man mögen. Wir haben eben auch so frische Duftnoten. Wir haben tendenziell für mich auch etwas Seifiges. Aber es schwingt auch immer eine gewisse Würze mit. Und deswegen finde ich, passt dieser Duft eben auch ideal in den Herbst und in den Winter. Die Haltbarkeit ist phänomenal. 24 Stunden plus. Diesen Duft kriegt man teilweise nicht ab. Weder von der Haut, weder von den Klamotten. Also das habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber das ist auch eines der intensivsten Parfums, die ich in meiner Sammlung habe. Ich weiß nicht, ob der nochmal nachgereift ist. Ja, nach dem ersten Sprühen. Aber die Haltbarkeit ist wirklich unglaublich. Eine klare Empfehlung. Ja, ich denke, zu Black Afghano muss ich auch nicht mehr so viel sagen, vor allem, weil ich vor kurzem auch ein ausführliches Review gemacht habe, welches ich euch hier oben rechts einblende. Ja, Black Afghano riecht dunkel, harzig, wir haben hier Oud, wir haben eine Cannabis oder eher gesagt eine Haschnote, nämlich schwarzen Afghanen. Der Duft ist sehr rauchig, wird im Duftverlauf aber auch wirklich angenehm süß und anschmiegsam. Also ich finde es eine ganz tolle Duftkomposition. Die Haltbarkeit auf meiner Haut ist wirklich top. Ja, man kann es eigentlich auch nicht in Stunden benennen, 12 Stunden plus. Die Sillage ist intensiv. Ich selbst nehme den Duft die ganze Zeit wahr, was ich sowieso ja immer super finde. Das Umfeld nimmt den Duft auch wahr, also ist eine klare Empfehlung. Weiter geht es mit Black Widow von dem spanischen Parfümeur und zugleich auch der Marke Daniel José. Ein so toller Duft, der Ewigkeiten hält. Rein theoretisch würde man Black Widow auch noch am nächsten Tag riechen, aber auf jeden Fall kommt ihr ohne Probleme durch den Tag. Ja, wie riecht Black Widow? Also da muss ich sagen, tatsächlich sehr ähnlich zu Black Orchid von Tom Ford.
Es ist also ein sehr blumiger und zugleich auch sehr süßer Duft. Wir haben hier diverse blumige Duftnoten, aber auch Johannisbeere, was eben auch für eine gewisse fruchtige Note und für eine gewisse Süße sorgt. Vanille unterstützt das Ganze nochmal. Und wir haben aber tatsächlich auch so dunkle Duftnoten. Zumindest lassen die den Duft sehr dunkel erscheinen. Wir haben nämlich Trüffel, dunkle Schokolade und Patchouli. Es ist aber für mich primär eben ein sehr blumiger, süßer Duft mit Anklängen, sage ich mal so, in die gourmandige Richtung. Wie gesagt, Haltbarkeit unglaublich und insgesamt auch wirklich ein sehr toller Duft und vor allem auch ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, nun geht es mit einer Miniatur weiter, nämlich mit More Than Words von Xerjoff. Es ist also der 15 Milliliter Flakon. Ja, und ich muss ehrlich sagen, dass ich sogar finde, dass More Than Words ja so ein bisschen unter dem Radar diverser Verkaufsschlager eben der Marke Xerjoff ist. Denn ich finde, es ist ein ganz wundervoller Rose-Oud-Duft, der aber auch relativ süß ist, weil wir hier auch noch zu Rose-Oud diverse getrocknete Früchte haben. Und was hier der Wahnsinn ist, ist die Haltbarkeit und die Sillage. Die Haltbarkeit ist in Stunden nicht zu benennen. Da müsste man schon fast, das Ganze in Tage benennen, weil diesen Duft kriegt man auch nicht ab. Und die Sillage ist auch wirklich sehr intensiv und raumfüllend. Also wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Ich habe hier tatsächlich nur die Miniatur, aber ihr seht ja, da fehlt noch nicht so viel. Und ich habe den Duft auch schon länger, weil man wirklich nur 2, 3 Sprüher braucht und man riecht den ganzen Tag und hat auch eine intensive Sillage. Also ein ganz toller Duft. So, nun zu Orjan von Parfums de Marly. Also für mich einer der tollsten Herbst- und vor allem auch Winterdüfte. Dieser Duft ist für mich so der Inbegriff, von Weihnachten, denn wir haben hier ganz viel Zimt, Honig, Tonkabohne, Vanille, also wirklich viele gourmandige Duftnoten. Der Duft performt ohne Ende 12 Stunden plus, also wirklich eine Top-Haltbarkeit und Sillage. Es ist halt wirklich ein sehr süßer, zimtiger Duft, das muss man auch mögen, aber ich finde einfach für den Herbst und für den Winter ideal. Ja, wie gesagt, eine ganz klare Empfehlung, ein ganz toller Duft und auch einer meiner Lieblinge aus dem Hause Parfums de Marly. Ja, ihr seht hier sicherlich den Lederbezug, den Lederanzug könnte man ja auch sagen. Und das ist hier bei Kooium von der Nischenmarke Orto Parisi auch Programm. Grob gesagt riecht Kooium so Richtung eher Tiger von Marc Gebauer. Nicht 1:1, aber einige Parallelen sind definitiv vorhanden. Es ist also ein wirklich extrem starker, ledriger, animalischer und rauchiger Duft. Also ihr bekommt die volle Dröhnung Leder, anders kann man das nicht sagen. Ganz viel Rauch und auch relativ viel Animalik, die mitschwingt. Das ist sehr speziell, das ist sehr nischig, das muss man mögen. Wir haben tatsächlich auch noch so ein bisschen Wacholder, was auch noch für so eine aromatische, für mich auch grüne Note sorgt. Aber wie gesagt, primär ist es wirklich ein sehr, sehr starker Lederduft. Diesen Duft kriegt man auch nicht ab von der Haut, der hält Ewigkeiten auf Klamotten, mehrere Tage. Das ist wirklich ein Biest im Flakon. Ja, für mich eine klare Empfehlung. Last but not least kommen wir zu Spirito Fiorentino von der Marke Tiziana Terenzi. Ja, wie riecht dieser Duft? Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es in die Richtung von Baccarat Rouge 540 von Francis Kurkdjian geht. Die DNA ist aber abgewandelt. Wir haben nämlich zu dieser Baccarat Rouge DNA noch relativ viel Leder und auch eine Synthetik, die mitschwingt. Einige nehmen Plastik wahr, einige sagen, das riecht nach Zahnarztpraxis. Da sind wir eben wieder, wie ich schon eingangs sagte, bei diesem subjektiven Duftempfinden. Jeder nimmt es anders wahr. Mir gefällt diese Synthetik und vor allem auch das Ledrige. Das macht tatsächlich Spirito Fiorentino für mich auch zu einem interessanteren Duft als Baccarat Rouge 540. Ich finde diesen Duft einfach toller, so muss ich sagen. Holzig, würzig, also es ist ein ganz toller Duft. Aber wie gesagt, die Baccarat Rouge DNA muss man mögen, denn die ist hier definitiv vorhanden. Ja, Haltbarkeit auch hier 12 Stunden plus, hält ewig. Sillage ist auch sehr intensiv, man wird wahrgenommen im Umfeld. Ja, also eine klare Empfehlung. So, nun bin ich auch am Ende angekommen.
Ja, heute war es ja tatsächlich ein sehr langes Video, weil ich ja eingangs so ein bisschen auf, ja, einige Themen eingegangen bin, so ein bisschen Real Talk gemacht habe. Aber ich baue ja grundsätzlich sowieso mal Timestamps in meine Videos ein. Das heißt, ihr seid da sicherlich hin und her gesprungen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse mir doch gerne einen Daumen hoch da. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und dir meine Videos gefallen, ja, dann abonniere doch auch gerne meinen Kanal. Also ich würde mich freuen. Danke für eure Unterstützung. Ja, und natürlich bin ich wie auch immer offen für Kritiken, Kommentare oder sonstiges. Dafür ist ja unter anderem auch die Kommentarfunktion da. Also haut mal gerne in die Tasten, was ihr vielleicht zu dem Real Talk sagt und generell vielleicht auch hier eben zu den vorgestellten Düften. Ich würde mich freuen, dann sage ich danke, bleibt gesund und munter und bis demnächst.